Welcome to our conference, the Steward Ownership Conference 2022. Wir sind in Berlin im Wedding im Silent Green Kulturquartier mit 500 Menschen aus 19 Nationen, die hierher gekommen sind. 1500, die sich jetzt noch online zuschalten wollen. Es gibt verschiedenste Perspektiven auf das Thema Verantwortungseigentum hier. Also mir persönlich bedeutet Verantwortungseigentum so eine neue Phase meines unternehmerischen Handelns, stärkere Verbindung zum Purpose, eine Ernsthaftigkeit, Nachvollziehbarkeit für unsere Kundinnen, Lieferantinnen und Mitarbeitenden. Verantwortungseigentum ist für Wild total wichtig, eigentlich ein integraler Bestandteil von Anfang an, weil wir ein Modell gesucht haben, mit dem wir unsere Werte auch kommunizierbar machen können. Die Stärke von Verantwortungseigentum ist für mich, dass du ab Minute 1 Familienunternehmer erster Generation sein kannst. Das heißt, du strahlst einfach von Anfang an aus, ich meine es langfristig, nachhaltig und betriebswirtschaftlich ernst. Man will eben die Mitarbeitenden, die richtig fürs Unternehmen sind, und die haben natürlich, finde ich, einen Anspruch darauf, dass wir das, was wir sagen nach außen, auch wirklich versprechen können. Our topic today is the beauty of steward ownership. And we have the freedom to work with a long-term perspective and with a broader notion of value creation. When we look at some of the biggest and most interesting innovations that are happening, we find them in these communities of steward ownership models. Das Event ist wirklich sehr schön, und das liegt auch wiederum daran, dass wir einfach einmal inhaltlichen Input haben, aber zum anderen eben auch das Netzwerk gerade entsteht. Wie können Investorinnen zusammenkommen? Es gibt einen Investorenclub, der sich hier jetzt bildet. Dutzende Workshops, wo wir uns wirklich vertiefen. Es gibt ja hier ganz viele Leute, die wichtige Fragen haben. Wir haben ja das Unternehmen gegründet, nicht weil es um Profit ging, sondern weil wir was Tolles machen wollten. Und zu wissen, dass es damit auch weitergehen kann und dass das nicht auf irgendein anderes Gleis gebracht wird, ist doch für uns ganz wichtig. Mir war es wichtig, für Ecosia eine gute Regelung zu finden, damit wir auf ewig das Versprechen geben können, dass Ecosia nicht verkauft wird und dass keine Gewinne rausgezogen werden. Und genau das konnten wir so lösen. Wir brauchen definitiv eine neue Rechtsform für Unternehmen, die über Generationen hinaus agieren wollen. Und wir haben eine Startup-Strategie vorgelegt, sehr kürzlich, und die gilt es jetzt umzusetzen, inklusive des gebundenen Vermögens. Ich finde ja, das Spannende an Innovation ist, dass man Rechtsformen auch in einen Wettbewerb geben kann, dass sich dann im Spiel der Vielfalt der Gesellschaft und unternehmerischer Verantwortungsübernahme zeigt, für wen passt das und was wird dann wie prägend. Letztlich sind solche Dinge wie Rechtsformänderungen eben auch eine Möglichkeit, zukunftsgerichtet die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaftstätigkeit zu sichern und zu stärken. Und deshalb bin ich auch dafür, dass wir nicht nur einzelne Rechtsanpassungen vornehmen, sondern wirklich eine neue Rechtsform auf den Weg bringen. Geht damit natürlich auch ein Signal einher. Ein Signal zu sagen, es verändert sich was in der Wirtschaft. Es gibt ja ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die scharren mit den Hufen, die stehen in den Startlöchern, die wollen jetzt loslegen. Die brauchen aber natürlich auch Rechtssicherheit. Ich komme aus einer Zeit, wo wir auch mit Bionades sehr viel selbst machen mussten. Also wir mussten den Ökostandard mit kreieren, wie man sich da verhält, wie man sich als Unternehmen verhält, wenn man jetzt plötzlich Öko ist. Also mir persönlich hat es sehr, sehr geholfen, und ich finde es auch mehr als an der Zeit, dass jetzt darüber gesprochen wird. Ich bin inspiriert, ich bin dankbar, ich bin wirklich zufrieden, dass wir es geschafft haben, so eine große Gruppe von Menschen zusammenzubringen aus so vielen Hintergründen. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns wiedersehen, wie dann die Szene hier aussieht.